shrink again Und very dann quickly. schrumpfte das wieder ganz schnell. Okay, so God did give them the kingdom Also Gott gab ihnen das Reich in the full extension, in der kompletten Ausdehnung. but they didn't keep it very long. Aber sie haben es nicht lang gehalten. Okay, so this would be some aspects about geography and also about obedience or disobedience. Das sind einige Aspekte zum Thema Geografie, aber auch zum Thema Gehorsam und Nichtgehorsam. Okay, so when we talk of the territory of the tribes, this is the ideal territory. Wenn wir vom Territorium der Stämme reden, dann ist das das ideale Territorium. We have 3 or let's say 2.5 tribes on the east of the Jordan. Wir haben 3 oder genauer 2,5 Stämme, die östlich des Ort Jordans We sind. have Reuben, Gad, and half of Manasseh. Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse. And then on the west side we have Manasseh covering a large territory as well. Im Westen gehört auch ganz viel Manasse And then all the other tribes here. und all die anderen Stämme. And the tough stuff is to learn that by heart. Und das Schwierige ist, das auswendig zu lernen. You have to or not? Müsst ihr das oder No. nicht? Okay. Nee, Lucky. Glück gehabt. You guys have to learn it. So. Für uns müssen die das lernen. Okay. Now, where is the tribe of Joseph? Wo ist denn Josef? Ephraim and Manasseh. Okay. Genau, So Ephraim und Manasse. Joseph is replaced by his 2 sons, Josef wurde ersetzt durch seine beiden Söhne and the Levites got kicked out of the property list. und die Leviten sind aus der Landbesitznahmeliste gestrichen The worden. Levites are scattered in all the tribes. Die Leviten sind in alle Stämme verstreut. They have cities and agricultural areas in all the tribes, but no complete areas. Sie haben Städte und auch landwirtschaftliches Gebiet in allen Stämmen, aber kein komplettes Gebiet. So that's how the trick works, that they still have 12 territories, but actually replaced one tribe with 2. Aber so funktioniert der Trick, dass sie immer noch 12 Territorien haben, obwohl ein Stamm eigentlich von 2 ersetzt wurde. Okay. I think that's fine for geography, huh? Ich glaube, das Land für Geografie. Ne? When you read through a text like Joshua, make sure you have a map nearby. It really helps. Wenn ihr einen Text wie Josua lest, dann habt eine Karte daneben, das hilft euch wirklich. So books that talk about geography, it really makes a difference if you know where you are. Bücher, die über Geografie reden, das macht wirklich einen Unterschied, wenn ihr wisst, wo ihr gerade seid. So obviously Joshua, Acts, Josua, Apostelgeschichte, Gospel of Mark is very geographic. Markus Evangelium ist sehr geografisch. They race across the Lake of Galilee. If you don't know the towns, you have no clue where you are. Die rasen da um den See Genezareth rum und wenn ihr keine Karte habt, wisst ihr nie, wo ihr seid. So it really helps to use a map. Es hilft wirklich, eine Karte zu haben. Good. Now, if we look at Joshua himself, Wenn wir uns Josua als Person anschauen, obviously he is the leading character in that book. er ist der Hauptcharakter im Buch. He most probably did not write everything in that book. Er hat vermutlich nicht alles geschrieben im Buch. There are, especially in the first half of the book, there are remarks that says, oh, and these stones are there until this day. Im ersten Teil des Buches gibt es Abschnitte, wo es heißt, die Steine sind noch dort bis auf den heutigen Tag. And another thing which is still there until this day, so it looks from a later perspective back. Und irgendetwas andere Stellen, die sagen, das ist heute auch noch so, also das wurde zu einem späteren Zeitpunkt geschrieben als Rückschau. So some people say Joshua didn't write anything at all, it was written much later. Manche Leute sagen, Josua hat gar nichts geschrieben, das wurde alles später geschrieben. Which is said about every book in the Bible anyways. Das sagt aber immer irgendjemand über jedes Buch der Bibel. I think he wrote most of it because he was trained to do it by Moses. Ich denke, er schrieb das meiste auf, weil er von Mose dafür ausgebildet war. And he was Moses' assistant. Und er war Moses Assistent. And Moses taught him to write things and to keep things so he could remember. Und Mose brachte ihm bei, Dinge aufzuschreiben und zu behalten, um sich daran zu erinnern. So we may assume that he wrote much of this here, Wir können davon ausgehen, dass er viel von dem schrieb, but not exactly every word. aber nicht wirklich jedes Wort. But that's not important for us. Das ist nicht so wichtig. The importance is that the Spirit worked through these people when they wrote it down. Die wichtige Frage ist, hat der Geist gewirkt durch die Autoren, als das niedergeschrieben And wurde? that is what we assume of the books in the Bible. Und davon gehen wir aus in Bezug auf die Bücher der Bibel. So, Joshua has 3 names actually. Josua hat 3 Namen, When we look it up in the Bible. He is Joshua, wenn wir es nachschlagen. Er ist Josua, which means
salvation or Savior. Das heißt Heil oder Retter. Now there is, instead of Joshua, you may also say or write it as Hosea. Anstatt Josua kann man auch Hosea oder Hosea schreiben. So the prophet Hosea has the same name as Joshua, Also basically. der Prophet Hosea hat eigentlich den gleichen Namen, It's the same meaning. gleiche Bedeutung. And he also may be called Jehoshua, which is the case in a couple of places. Und manchmal wird er auch Jehoshua genannt oder Jehoshua. If you have this syllable Ye, it means God is salvation. Wenn ihr die Silbe Je habt, dann heißt es Gott ist Heil. So it's standing for Yahweh or Yahweh. Also however für we Yahweh, pronounce Yahweh it, is salvation. ist Heil. So that extension makes it into something that God does. Basically. Diese Hinzufügung macht es dann zu etwas, was Gott tut und ist. And obviously Joshua was Israel's, let's say, salvation a little bit on the way to the promised land. Und Josua war ja auch irgendwie die Rettung Israels auf dem Weg ins verheißene He Land. was leading the army. Er führte die Armee. He was assisting Moses. Er war Moses Assistent. He was learning to become the new leader. Er lernte, der neue Leiter zu werden. And he led them into the promised land. Und er führte sie ins verheißene Land. So, Schlussendlich. of course, God is the Savior, that's clear. Natürlich ist Gott der Retter, das ist But klar. he used people. Aber er gebraucht Menschen. Okay. Now, Joshua served Moses from youth. Josua diente Mose von Jugend auf. We don't know how old he was when he served Moses. Wir wissen nicht, wie alt er war, als er Mose diente. We know that when he was assigned to go into the land to spy it out, Wir wissen, dass als er den Auftrag erhalten hat, einer der Spione für das Land zu sein, together with the other 11 spies, mit den anderen 11 Spionen, and we know Caleb as well as one. und Kaleb erkennen wir auch wieder. So when they got the assignment, it says that they should choose, the people should choose leaders from among them, princes. Als sie also diesen Auftrag erhalten hatten, da lesen wir im Text, dass das Volk sollte Leiter oder Prinzen aus ihrer Mitte wählen für diesen Auftrag. That's in Numbers 13, I think. Das ist irgendwo 4. Ja. Mose 13. Yeah, number 13. And if they are a leader in a tribe, it means they must be at least 30 years of Wenn age. sie Leiter in ihrem Stamm sind, müssen sie mindestens 30 Jahre alt sein. That's the cultural and also the Jewish understanding of that time. Das war das kulturelle und auch jüdische Verständnis damals. You would be a man before 30, Du bist schon ein Mann vor 30, but you would be a leader taking on responsibility in society, usually after the age of 30. aber du bist ein Leiter, der Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt, normalerweise nach 30. So he must have been around that age when they spied the land. Also er muss mindestens schon so alt gewesen sein, als sie das Land erkundet haben. But of course he served Moses all the way until they got there. Aber er diente Mose ja die ganze Zeit über, bis sie da waren. Interesting is that a couple of times it's mentioned that when Moses left the tent of meeting, presence of God, Was interessant ist, ein paar Mal, wo erwähnt wird, Mose verließ das Zelt Gottes, also die Gegenwart Gottes, it means that it says that Joshua remained there. da heißt es, Josua blieb. Okay, so he was seeking the presence of God himself. Er suchte die Gegenwart Gottes selbst. Now we have a term in German. If someone is an assistant, he is the Gongo. I'm not sure if you know I that. think that's Swiss. It's very Swiss. Wenn Yeah. man Schweizer Swiss Ausdruck, German. wenn jemand der Assistent ist, dann ist er der Gango. Gang means go, and Gongo means go and do. Also der Geh mal, Okay, könnte man auf Deutsch the sagen. assistant is okay. You go and do this. You go and do that. You go and do that. Geh mal You das receive machen, geh orders. mal das holen, geh mal dies, geh mal das. Joshua wasn't that type of assistant. Josua war nicht so ein Assistent. He was seeking the presence of God himself. Er suchte für sich die Gegenwart Gottes. He was learning and growing himself. Er lernte und wuchs selber. Besides learning and growing through what he did with or for Moses. Nebst dem, was er lernte, indem er für Mose arbeitete. So in that sense, he didn't just take over leadership, he grew into it. Also er hat nicht nur Leiterschaft übernommen, sondern er ist selber hineingewachsen in Leiterschaft. And that really makes a difference. Und das macht wirklich einen Unterschied. Okay, if you, it's a challenge in modern day economy that you just appoint a new leader Es ist eine Herausforderung in der modernen Marktwirtschaft, wo man einfach einen Leiter einsetzt for a company. für eine Firma. And then people wonder when the company goes down the drain. Und dann wundern sich Leute, wenn die Firma zu Boden geht. It always works better for people who grow into leadership
the end result is much more reliable. Es funktioniert immer besser mit Leuten, die in Leiterschaft hineinwachsen, weil das Endergebnis ist immer verlässlich. And of course that's the same in church Und das gleiche in der Gemeinde or on a Wyman base. oder in einem E-Mail-Zentrum. Okay, if you just bring someone from the outside and try to make it work, it's very challenging. Wenn jemand von außen kommt und der soll das dann zum Laufen bringen, das ist immer sehr herausfordernd. It may work, but it's really challenging. Es kann funktionieren, aber es ist sehr It's herausfordernd. better when you grow into something. Es ist besser, wenn du in etwas hineinwächst. So, Joshua was, with everybody else, 40 years in the wilderness. Well, 38. Josua war mit allen anderen 40 Jahre, 38, in der Wüste. Okay, because there was some time to prepare and then some time to wrap it up. So, Es gab ja ein Jahr Vorbereitungszeit und dann noch ein Jahr am Schluss. but in any case, all he had was the promise of God. Alles, was er hatte, war die Verheißung Gottes. God said, everybody who is older than 20 years and refused to enter the land, Gott hat gesagt, alle, die über 20 sind und sich geweigert haben, das Land einzunehmen, which is guys military age, they died in the wilderness. das heißt wehrpflichtige Männer, die starben in der Wüste. And that means the ladies were not part of those dying away. Das heißt, die Frauen waren nicht Teil derer, die starben. Well, of course, those who were old died somewhere along the Also way. die alt waren, sind halt auch irgendwann gestorben. But it was limited to the military men who didn't take up their responsibility. Aber es war eingegrenzt eigentlich auf die Deserteure, kann man sagen, die militärischen Leute, die nicht kämpfen wollten. Okay, so in that terms, Joshua was part of that group. Und eigentlich war Josua Teil dieser Gruppe, Caleb as well. Kaleb auch. And all they had was the accept from God. Und alles, was sie hatten, war das Außer, was von Gott kam. Each one will die except Alle werden Joshua sterben, and Caleb. außer Josua und Kaleb. Now that requires a bit of trust. Das erfordert Vertrauen. Oh, now another one of the spies died, Oh, ein weiterer ist gestorben and my friend over here died. und mein Freund hier ist jetzt And the gestorben. challenge is to continue to trust God and be obedient. Und die Herausforderung ist, fortzufahren, Gott zu vertrauen und ihm gehorsam zu sein. So Joshua never knew, Josua wusste nie, except that he had God's word. außer dass er Gottes Wort hatte. Now, that's quite a nice lesson for us as well. Das ist auch eine schöne Lektion für uns. Quite often, we don't know when we do something, Ganz oft wissen wir nicht, wenn wir etwas tun. and we think God told us to do this and that, Und wir denken, ja, Gott hat uns gesagt, wir and sollen all dies we oder das have machen. is His word, Und alles, was wir haben, ist sein Wort. and that's what we can act upon. Und nach dem können wir handeln. But it remains challenging. Aber es bleibt herausfordernd. It was for him. Das war es auch für Josua. He never knew, but he could trust. Er wusste es nie, aber er konnte vertrauen. Okay, so that is one of his character traits when we look into his life. Das ist eins seiner Charaktermerkmale, wenn wir das Leben anschauen. He was able to trust God, Er war fähig, Gott zu vertrauen. and because of that, he was able to do things that were amazing. Und deshalb war es ihm auch möglich, Dinge zu tun, die unglaublich waren. Now, often the book of Joshua is used to derive principles for spiritual warfare, Oft wird das Buch Josua verwendet, um Prinzipien für geistliche Kampfführung abzuleiten. which is great, Das ist wunderbar. but I don't do that. Aber ich mache das nicht. I think if we understand how Joshua related to God, we got spiritual warfare sorted out. Ich denke, wenn wir verstehen, wie Josua mit Gott in Verbindung stand, dann haben wir geistliche Kampfführung abgehakt. It's an issue of trust, that's it. Das ist eine Vertrauenssache. It's not an issue of performance, Es ist nicht so sehr eine Sache der Leistung, if we do this or that, ob wir jetzt dies tun oder das, then we will be spiritually successful. dann werden wir geistlich erfolgreich sein. It's whether we learn to trust God or not. Sondern es geht darum, lernen wir Gott zu vertrauen oder nicht. When we trust, we listen to Him. Wenn wir vertrauen, dann hören wir auf ihn. When we listen to Him, we are sensitive to how He is guiding us. Wenn wir ihm zuhören, sind wir sensibel dafür, wie er uns führt. And then we can also stand where there is opposition. Und dann können wir auch stehen, wenn es Widerstand gibt. Okay? And that is what we see in the life of Joshua. Und das sehen wir im Leben Josuas. Joshua, I read yesterday at the beginning the opening or the job description of Joshua. Ich habe gestern die Arbeitsbeschreibung Josuas gelesen. And it says, just be obedient. Und es sagt, sei gehorsam. As I was with Moses, I will be with you. So wie ich mit Mose war, will ich mit dir sein. Again,
it requires trust to Wieder. accept that. Es erfordert Vertrauen, das zu nehmen. Okay. He didn't have a clue whether it works with this Jordan River. Der hat ja keine Ahnung, ob das jetzt mit dem Jordan auch klappt. The last time he saw something like that was 40 years back, Das letzte Mal, wo er sowas gesehen hatte, war vor 40 Jahren. through the Sea of Reeds, when Durchs they left Rote Egypt. Meer, als Okay. sie aus Ägypten auszogen. So, is God still in the business of sorting out water barriers? Macht Gott immer noch dieses Wasserding? Well, he had to trust. Er musste vertrauen. Okay, he had to do it, Er musste es tun. and then it worked. Und dann hat es funktioniert. Okay, and the way he did it was, okay, sort yourself out, get ready, in 3 days we go across the river. Die Art, wie er das gemacht hat, war, okay, bringt euren Kram in Ordnung, in 3 Tagen ziehen wir über den Fluss. Okay, that is trust. Das ist Vertrauen. He was, is that a term in English, risking his lip? Er hat eine dicke Ja. Lippe riskiert. It means you speak it out and you don't really know whether it works or not. Du sprichst es aus und du weißt ja noch nicht, ob es klappt oder Okay, nicht. so he made a bold statement Er hat eine mutige Aussage gemacht and he trusted and it worked. hat vertraut und es hat geklappt. Okay, so his challenge in his life is really one of trust to God Seine Herausforderung im Leben war wirklich das Vertrauen Gott gegenüber and to be obedient to him. und gehorsam zu sein dem, was Gott sagt. And to be obedient means or contains one of the core principles of Weimar. Und Gehorsam ist eines der Kernwerte E-Mails. If you are obedient, you need to listen to God's voice. Wenn du gehorsam bist oder sein willst, musst du seine Stimme hören. So, hearing God's voice, relating to God, is one of the key issues. Gottes Stimme hören, mit ihm in Beziehung zu sein, ist eines der Hauptthemen. And again, it's linked to trusting God. Und das ist in Verbindung damit, Gott zu vertrauen. And Joshua was living that. Und Josua lebte das. Moses began, Joshua completed. Mose begann, Josua vollendete. Okay, so he is with Joshua as he was with Moses. Und er war mit Josua so, wie er mit Mose war. Moses led them through the Sea of Reeds Mose hat sie durchs Rote Meer geführt, with longer, bigger water. mit etwas länger, ein bisschen mehr Wasser. Joshua led them through the Jordan Und Josua führte sie durch den Jordan, during the flood season, by the way. während der Flutzeit. So even the Jordan wasn't easy stuff to do. Also auch der Jordan war da nicht nur so ein Rinnsal. Okay. Moses liberated them from slavery, basically, Mose befreite sie aus der Sklaverei and Joshua led them into the promised land. und Josua führte sie ins verheißene Land. So he complements what Moses was doing. Er vervollständigte, was Mose begann. Moses knew God will give you the promised land. Mose wusste, Gott gibt euch das verheißene Land. And he tried to get in there as well several times. Und Mose hat auch probiert, da reinzukommen. And Mehrfach. God told him, forget about it. Und Gott hat gesagt, komm, vergiss es. But Joshua actually then did it. Aber Josua hat es dann tatsächlich getan. So basically Moses had the vision and Joshua the work. Mose hatte die Vision, Josua die Arbeit. Okay, that's how they shared. So haben sie sich das aufgeteilt. So what was promised to Moses, and he passed it on to the people, Was Mose verheißen war und was er an das Volk weitergegeben hat, Joshua then actually executed. das hat Josua ausgeführt. But he understood something. Aber er hat was verstanden. At the end of his life, Am Ende seines Lebens it was not finished. war es noch nicht vollendet. They didn't have everything. Sie hatten noch nicht alles. But he knew what God told to Moses wasn't finished either. Und er wusste, was Gott Mose gesagt hat, war auch noch nicht fertig. But I could finish a few things. Ich konnte jetzt ein paar Sachen fertig kriegen. So he knew God is in this whole story. He will finish it eventually. Er wusste, okay, Gott ist hier involviert und er wird es auch zu Ende bringen. Which he did Hat er ja auch. in the time of David and Solomon. Zur Zeit Davids und Salomos. Okay, which is another few decades, Das ist noch ein paar Jahrzehnte die Straße runter. centuries. Oder Jahrhunderte. Joshua was able to trust God even in that. Josua war sogar fähig, darin Gott zu vertrauen. And therefore he was able to say, God has given us everything as he has promised. Und darum konnte er sagen, Gott hat uns alles gegeben, wie er verheißen hat. Although technically, if you measure everything, it wasn't there yet. Obwohl technisch die Buchhaltung noch nicht ganz aufging. So he had faith. Aber er hatte Glauben. And faith is nothing else than a modern word for trust. Und Glaube ist ja nichts anderes als ein modernes Wort für Vertrauen. He trusted God. Er vertraute Gott. And I think that really is very important. Und ich denke, das ist wirklich sehr wichtig. So, when we look into the book of Joshua,
Wenn wir uns das Buch Josua anschauen, maybe you can grab the structure that I gave you. ihr könnt mal die Struktur in die Finger nehmen, die ich euch That gegeben is habe. here, page 5. Auf Seite 5. Okay? I use my version if you don't mind. Nehmen wir mal meine Version. Okay. Have you seen horizontal charts? Habt ihr schon mal Horizontals gesehen? Yeah? You no? Some Ja, did? einige. Who knows what that is? Wer weiß, was das ist? Okay. Everybody who did SBS knows what that Alle is. SBSler kennen das. Okay. Now, you have looked into inductive Bible study. Ihr habt ja ein bisschen das induktive Bibelstudium angeschaut. Yeah? In the course, huh? Okay. So, inductive Bible study, the basic principle is we start from bottom up. Das Grundprinzip vom induktiven Bibelstudium ist, wir fangen am Boden an. We read the whole book, Wir lesen alles, we try and distinguish what belongs together, we read it again and read wir it versuchen again, zu unterscheiden, okay, was gehört zusammen, wir lesen das wieder und wieder, until we find out what the message of the book is. bis wir herausfinden, was die Botschaft vom Buch ist. When we do that properly, we read a book at least 5 times, Wenn wir that's das the minimum. ordentlich machen, lesen wir ein Buch mindestens 5 Mal, das ist das Minimum. When a book is challenging, you read it a couple times more because you also have to understand what you read. Wenn ein Buch herausfordernd ist, liest du es einige Male mehr, weil du ja auch verstehen musst, was du liest. So, you work ground up. Also du arbeitest dich vom Boden hoch. And a horizontal chart which gives you the overview of a whole book Und ein Horizontaldiagramm, was dir den Überblick über ein ganzes Buch gibt, is the end result of our studies. ist das Endresultat von all dem Studium. We try and summarize what we learned in the process and put it on one Wir page. versuchen zusammenzufassen, was wir im Prozess gelernt haben und das auf eine Seite zusammenzufassen. So, if I'm using a chart like this, I'm actually violating very strongly an SBS principle here. Wenn ich solche Diagramme gebrauche, dann gehe ich ganz stark gegen SBS-Prinzipien. So I might be thrown out of Y1 next week. I don't Vielleicht know. schmeißt man mich dann raus oder lädt mich nicht mehr ein. Because I'm giving you horizontal charts. Denn ich gebe euch Horizontaldiagramme. Okay, that is in SBS. This is an absolute no-go. Im SBS ist das totales Tabu. But I'll appeal for grace. Okay. Bitte mal um The Gnade. smart thing is I didn't ask beforehand. I'll appeal for grace Das afterwards. Schlaue ist, ich habe vorher nicht überlegt, was ich frage. Ich bitte einfach nachher dann um Gnade. Okay. So what is this? Was ist das? When we read through the Bible, we have paragraphs, little units of thoughts. Wenn wir die Bibel lesen, haben wir immer so Abschnitte, kleine Gedankenabschnitte, And a Paragraphen. few thoughts together are a smaller topic or theme. Und ein paar Themen zusammengefasst sind dann, oder ein paar Paragraphen sind dann ein Thema, eine kleine Einheit. And this we call segment. Das nennen wir Einheit. This is usually quite similar to the size of a chapter, sometimes 2, but somewhere around there. Das ist meistens so ungefähr im Umfang von einem Kapitel, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. But chapter divisions are sometimes at the wrong place, so we leave them out. Aber die Kapiteleinteilungen sind oft am falschen Ort, also die ignorieren wir eigentlich. Okay, so we try and see what paragraphs go together, what's the major thought of these Wir paragraphs. versuchen zu schauen, welche Paragraphen gehören zusammen und was ist der Hauptgedanke in der So, Einheit. in chapter 1, the chapter division works. In Kapitel 1, da klappt das mit den Kapiteleinteilungen. I have written down, this is the preparation for entering the land. Ich for habe Joshua. aufgeschrieben, das sind Vorbereitungen, um das Land einzunehmen. So Oder zu there are betreten. various paragraphs that deal with Joshua, encouraging him. He tells the people what to do. It's all preparation. Ganz viele Abschnitte, die damit zu tun haben, wie Gott Josua ermutigt und ihn vorbereitet und so weiter. And at the same time, this is also our introduction into the book. Und es ist gleichzeitig auch unsere Einleitung ins Buch. So I wrote introduction above. Also Okay? haben wir oben Einleitung hingeschrieben. So that's our first theme, we could Das say. ist unser erstes Thema. Then we have a whole series of paragraphs how they started to take the land. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Abschnitten, die beschreiben, wie sie anfingen, das Land einzunehmen. Chapter 2 basically speaks about how they were looking into Jericho, how can we go about the story with Rahab. Kapitel 2 ist, wie sie sich Jericho angeschaut haben. Ihr kennt die Geschichte mit Rahab. The king wants to find these spies, and Rahab lies
blew down from the sky or whatever you call it. Der König versucht, die Spione zu finden, Rahab lügt das Blaue vom Himmel herab. Oder And they basically explore Jericho. und sie erkunden Jericho. And then they go back and say, we can take it. Dann gehen sie zurück und sagen, schaffen wir. Okay, that's a few paragraphs regarding the preparation to take Jericho. Das sind ein paar Abschnitte, die beschreiben, wie man sich vorbereitet, Jericho zu nehmen. Then, of course, they have to go across the Jordan first. Dann That helps. überqueren sie den Jordan. So we have chapter 3 into chapter 5, Dann haben wir Kapitel 3 bis in Kapitel 5 hinein. where they are preparing to cross the Jordan. We get the stories about 12 stones here and 12 stones Dass sie there. sich vorbereiten, den Jordan zu überqueren. Wir haben 12 Steine hier, 12 Steine drüben. So everything is the whole process of moving from one side of the Jordan to the Das other. ist der ganze Prozess, von einer Seite des Jordans auf die andere zu kommen. So that's the next topic. Das ist das nächste Thema. On the other side, they sort out their relationship to God. Drüben bringen sie ihre Beziehung mit Gott in Ordnung. They circumcise those who have not been and should have been. Sie beschneiden die, die nicht beschnitten sind, aber hätten sollen. With flint knives, that doesn't sound very Mit nice. so Feuersteinmessern. Yeah, stone knives. Steinmesser. I don't want to think about it. Ich denke, das So, and they celebrate Passover. Und sie feiern das Passa. Okay, that's the next topic. Das nächste Thema. Then they take Jericho and destroy it, chapter 6. Dann nehmen sie Jericho ein und zerstören es, Kapitel 6. Okay, and we have very detailed descriptions. Once around the city silently, next day the same, and so on. Wir haben ganz detaillierte Beschreibungen, einmal schweigend um die Stadt, am nächsten Tag nochmal und so weiter. So that's sorted out with Jericho. Das ist erledigt mit Jericho. And then we have the story with Ai. I mentioned that already. Dann haben wir die yesterday. Geschichte mit Ai. They are presumptuous. Die sind ein bisschen voreingenommen. Yep. They think, oh, easy, we can do it, and it doesn't work. Sie denken, schaffen wir und dann klappt es nicht. Because one guy sinned, and therefore God stopped the process. Einer hat gesündigt, Gott hält den ganzen Laden an. So they have to sort that out, Das müssen sie klären and then it works. und dann klappt es. That's chapter 7 and 8. Kapitel 7 und 8. So that's 2 chapters regarding the city of Ai. 2 Kapitel über die Stadt Ai. Afterwards, we have this weird thing about Ebal and Gerizim, Dann haben wir diese seltsame Sache mit Ebal und Gerasim. where they gather and pronounce blessing and curse over the people. Da versammeln die sich und verkünden Segen und Fluch über dem Volk. This is something that God told Moses, and Joshua is now executing Das it. ist auch etwas, was Gott Mose gesagt hat und Josua macht es jetzt. So when he gave them the law, God said, you pronounce the law or the consequences, how you deal with the law, over the people. Als Gott ihnen das Gesetz gegeben hat, hat er gesagt, das sollt ihr verkünden über dem Volk. And that's what they did. Das haben sie gemacht. And then we have the story with the Gibeonites. Dann haben wir die Geschichte mit den Gibeonitern. Okay, a people group which is living very near, but they made it up to look from coming from very far. Eine Volksgruppe quasi aus dem Nachbardorf, die es so getan haben, als wären sie von weit weg. So those are the smart guys in the book. Das waren die schlauen Typen. And they were able to fool the Israelites. Und sie konnten die Israeliten reinlegen. Okay, so they were not really disobedient, but they were definitely unwise. Sie waren nicht ungehorsam, aber dumm. Okay, so something to work on. Da kann man auch dran arbeiten. And then we have a list of the kingdoms. Dann haben wir eine Liste mit Königreichen. Now the question is, we have looked at many things. How are they connected? What's the next level? Wir haben uns ja viele Dinge angeschaut und die Frage ist, wie stehen die in Verbindung? Was ist die nächste Ebene? And when we come to the chapter 10 and 11, it helps us to understand chapter 2 to 9. Und wenn wir zu Kapitel 10 und 11 kommen, hilft uns das, die Kapitel 2 bis 9 zu verstehen. Because 10 is cities in the south, 10 11 in the north. steht im Süden, 11 steht im Norden. And then a list of all the kingdoms. Und dann eine Liste von allen Königreichen. So, oh, we don't have the middle. Aber wo ist denn die Mitte? And exactly when we look at the map, what's happening here is happening in the middle. Und wenn wir uns den Atlas anschauen, merken wir, alles was da vorne passiert, ist in der Mitte. So what we have basically in the first half of the book
Was wir in der ersten Hälfte des Buches haben, is how they conquered the land in the middle, in the south, in the ist, north. wie sie das Land eingenommen haben, in der Mitte und dann im Süden und dann im Norden. And in the middle, it's a bit more extensive because there is a learning process. In der Mitte wird das näher ausgeführt, weil da gibt es einen Lernprozess. They do it right first and they do it wrong second. Sie machen es beim ersten Mal richtig, beim zweiten Mal nicht. And they should learn from it. Und sie sollen lernen. But it's geographical. Aber es ist Middle, geografisch. south, north, and then the summary. Mitte, Süden, Norden zusammengefasst. So, on top we can